das weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich mich verändert oder entwickelt habe. Das bekomme ich gar nicht als Mensch mit. Hast du eine andere Frage gerade verraten? Das ist echt schwierig. Muss ich vielleicht mal kurz drüber nachdenken. Kein Stress. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ja, also jetzt durch Corona, ich glaube, ich habe mich schon auch mehr auf jeden Fall distanziert von anderen Menschen. Das passiert, glaube ich, auch so ein bisschen automatisch jetzt im Moment in dieser Zeit. Ja, mehr so mit mir selbst auseinandergesetzt, ein bisschen mehr von anderen Leuten zurückgezogen. Hat es dir gut getan? Oder? In mancher Hinsicht ja, in anderer Hinsicht glaube ich nicht so. Vielleicht auch ein bisschen zu viel mit mir selbst auseinandergesetzt und zu wenig mit anderen. Ich habe mich vielleicht mehr auf mich selbst besonnen und ich glaube, das verändert dann auch, wie man andere wahrnimmt, wie man im Kontakt mit anderen ist, wenn man sich selbst besser kennt. Ja, weiß man auch besser um Stärken und Schwächen. In den letzten 2 Jahren bin ich eigentlich ruhiger geworden. Ich bin früher immer viel rumgereist, immer von A nach B, ganz viele Wochenendtrips, also ziemlich verzettelt. Und einfach durch durch den Zwangslockdown, dass man zu Hause geblieben ist, hat man irgendwie dann nochmal sein Zuhause ganz anders kennengelernt und es war auch schön. Das heißt, jetzt ein bisschen weniger Trips? Oder? Jetzt fängt es wieder an, tatsächlich. Also, ich habe schon ein Bedürfnis nach Nähe, das kann ich aber in meiner Beziehung, in meiner Ehe, kann ich das durchaus auskosten. Ich habe es schon gerne, wenn man auch fremde Menschen in den Arm nimmt, aber das war davor genauso schwierig und ich finde, es macht bestimmte Probleme vielleicht sogar einfacher. Also ich bin jetzt zwar keine Frau, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man nicht gerne angefasst wird, dass man da einfacher sieht, dass jemand was macht, was er nicht machen soll, weil alle Abstand einhalten. Aber für mich, ich war glücklich zufrieden, ich bin glücklich und zufrieden. Das freut mich sehr. Danke für Ihre Zeit. Bitte. Also ich setze mich zurzeit mehr mit mir selber auseinander und sehe aber noch nicht so wirklich die Fortschritte. Ich glaube, das ist gerade noch ein Prozess, aber auf jeden Fall gibt es eine Entwicklung. Aber in welche Richtung kann ich noch gar nicht genau sagen. Okay. Das Nachdenken. Keine Ahnung. Doch, ich bin selbstständiger geworden, glaube ich. Das auf jeden Fall. Unabhängiger und selbstständiger. Und dass ich mehr Entscheidungen für mich selber treffe, ohne immer mit anderen Entscheidungen abzustimmen. Was manchmal auch gut ist. Oh Gott. Was hast du festgestellt? Dir gegenüber oder vielleicht deiner Umgebung? Ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich erwachsen geworden bin, irgendwie, obwohl ich es gar nicht wollte. Durch Corona und all dem gelernt, mit mir selber klarzukommen und dann auch so dumme Erwachsenen-Sachen machen zu müssen, sich irgendwie andere Stadt suchen, umziehen, ummelden und auch für mich mit mir selber klarzukommen und so Sachen für mich alleine zu regeln und nicht mehr Eltern oder so im Hintergrund zu haben, die es für dich vielleicht mal machen würden. Irgendwie so Sachen. Ja, durch Kleinigkeiten glücklich sein. Weiß nicht. Verändern und entwickeln sehen hast. Was hat sich da verändert? Oh wow. Also ich würde sagen, so durch Corona bin ich ein bisschen verschlossener irgendwie geworden. Ich kann nicht mehr so gut mit so vielen Menschen, einfach weil ich das lange nicht mehr gemacht habe und ich merke schon, dass meine Social Battery dass die wesentlich schneller zu Ende ist. Ja, keine Ahnung, auch dadurch, dass man einfach nicht so viele neue Leute kennenlernt und dann nicht so dran gewöhnt ist. Glaubst du, du kommst da wieder raus? Oder Ich merke schon, wenn ich jetzt mehr mit Leuten so mache, dass es auf jeden Fall besser wird. Ich glaube, wie gesagt, das hat echt viel mit Gewöhnung zu tun. Aber so ein bisschen verschlossener. Dann danke ich dir von Herzen.
Oh, was ist in den letzten 2 Jahren passiert? Sehr viel. Ich habe mich auf jeden Fall sehr viel entwickelt. Ich war nicht gerade die beste Version meiner selbst in den letzten 2 Jahren. Ich bin erst jetzt in den letzten Monaten wieder zu dem Menschen geworden, der ich gerne wäre und auch gerne bin. Ich habe mich ziemlich arrogant verhalten eine ganze Weile lang, sehr viel mehr von mir gehalten, als ich eigentlich bin, was nur so eine innere Unsicherheit eigentlich war, weil ich weiß nicht, irgendwie wie so ein Boot auf hohen Wellen war, das umhergetrieben ist und nicht so richtig wusste, wo es hingehört. Es war eine ziemliche Selbstfindungsphase in den letzten 2 Jahren bei mir. Aber ich merke, dass ich jetzt langsam wieder ankomme und das macht mich tatsächlich sehr glücklich und sehr zufrieden. Wow. Danke für deine Offenheit. Ja, gerne. Ich glaube, ich bin offener geworden auch. Und vielleicht auch kann man sagen, dass ich mich mehr informiert habe über das Weltgeschehen zum Beispiel auch. Und das viel mehr Bedeutung auch für mich als vielleicht davor. Danke. Danke für eure Zeit. Ich glaube, ein bisschen mehr so eine Offenheit gegenüber und auch ein bisschen mehr so eine Selbstreflexion also ich beschäftige mich halt gerade mit so vielen ethischen und gesellschaftlichen Themen und dass da irgendwie so ein bisschen Wandel stattfindet und auch so langsam in der Gesellschaft, aber auch zu langsam. Genau, aber das finde ich so. Also ich meine, ich bin so mehr in die feministische Bubble geraten und für mich ist Feminismus halt intersektionell, deswegen setzt man sich einfach mit verschiedenen Themen auseinander und man denkt ja immer, man macht alles gut und so und dann lernt man sich halt auch zu hinterfragen, weil man ganz einfach in unseren Strukturen gewissermaßen geprägt ist. Und aber eigentlich finde ich das auch schön zu sehen, oh guck mal, daraus kann ich lernen, so, weil ich schätze, dass jeder sich mal ein bisschen diskriminierend verhalten hat. Und also ich finde es halt auch toll, mit Menschen darüber zu sprechen und auch ganz viele Begegnungen zu haben und sich so weiterzuentwickeln. Genau. Meine Entwicklung. Ich habe mich viel mit mir selbst beschäftigt. Also da ich zum Beispiel bewusst wenig soziale Medien benutze, da führt dann kein Weg dran vorbei, dass man sich mehr mit sich selbst beschäftigt, weil man immer weniger mit anderen Leuten zu tun hat. Also zumindest jetzt was mich betrifft, sehe ich eine ähnliche Entwicklung wie von vor 4 Jahren. Wenn die Bundestagswahl ansteht und man sich wieder mehr mit Politik beschäftigt, sage ich mal, oder damit, wie die Welt ist, dann gehe ich auf jeden Fall diesmal damit anders um als vor 4 Jahren. Ja, mir geht es auf jeden Fall besser damit, so wie ich jetzt damit umgehe, würde ich sagen. Haben sich die Dinge für dich in sinnvollere irgendwie Richtung entwickelt oder Ja, für dich wichtig? ich würde mal sagen, wenn man jetzt, sofern man das objektiv beurteilen kann, die Welt anschaut, hat die sich verschlechtert, aber es kommt auch immer darauf an, wie viel man an sich ranlässt oder wie man das klassische Glas sieht, ob es halb voll ist oder halb leer. Ja, okay. Danke dir. Also zum einen, wie man sieht, habe ich mittlerweile ein kleines Kind, bald 1 Jahr alt. Dahingegen habe ich mich auf jeden Fall sehr stark entwickelt. Ich beginne bald ein Studium. Ich habe lange geguckt, ob ich es machen soll. Mache es aber, obwohl ich jetzt noch in Elternzeit bin. Und versuche mich dahingehend selbst auf meinen persönlichen Wohlfühlweg zu bringen. Und sind da vielleicht in der Zeit auch neue Erkenntnisse oder Prioritäten dazu gekommen? Absolut. Viel mehr Familie. Familie ist eigentlich so mit das Wichtigste. Und starker Zusammenhalt, Rückhalt. Das sind Werte, die auf jeden Fall dazu gekommen sind, die sehr wichtig geworden sind. Aber auch Ruhe und Entspannung, das ist auch wichtig. Gute Frage.
Ja, also bei mir persönlich würde ich sagen, man entwickelt sich ja immer weiter, was ich bei vielen Themen gemerkt habe. Man wird nicht unbedingt gleichgültiger, aber gelassener, was bestimmte Themen angeht. Ja, das war viel bezogen aufs eigene Umfeld, wo man halt merkt, es passiert sehr viel, teilweise auch Sachen, die nicht so toll sind, wo man sich dann fragt, wie geht man damit um. Und dann merkt man, wenn man gelassen damit umgeht, kommt man halt besser damit zurecht. Danke dir. Berührung ist etwas Besonderes geworden. Kontakt überhaupt. Also da merkt man dann auch, mit wem man mehr Kontakt hat, mit wem man weniger Kontakt hat, mit wem man das Bedürfnis hat, mehr oder weniger Kontakt zu haben. Also das war schon erschreckend schon fast. Ne? Also man hat dann direkt Prioritäten gesetzt. Wenn ich jetzt meine Eltern sehen möchte, dann kann ich aber nicht gleichzeitig Freunde en masse quasi treffen, ne? Sondern man hatte so sein Premium-Pärchen quasi, mit dem man Kontakt hatte. Das war bezeichnend. Das hat sich auch noch nicht so wirklich wieder, er ist noch nicht wieder auf den Ursprungszustand zurückgekehrt. Ne? Was hast du denn so gelernt für dich selber? Oder über andere vielleicht? Weniger ist mehr. Also das war schon, ja, doch. Das wird, ja. Danke dir. Ja, ich habe gemerkt, dass so manche Leute halt nicht so gut mit mir umgehen. Also, dass ich mich halt von denen auch abwenden sollte. So auch von Leuten, die halt nichts mit mir zu tun haben wollen, dass ich das halt einfach lasse. Aber so, dass ich so meine besten Freunde habe, so auch nicht viele, also so 3 oder 4, aber mit denen ich halt regelmäßig was mache und die mir halt auch wichtig sind. Also das habe ich schon gemerkt. Und auch, dass meine Familie mir halt wichtig ist und dass die mich halt auch immer unterstützen und so dahinter mir stehen. Das ist total krass, weil ich habe mich Anfang des Schuljahres von meinem Freund getrennt. Das ist voll persönlich, aber das ist halt einfach ein neuer Abschnitt für mich in meinem Leben gewesen. Und dann habe ich halt gemerkt, ich habe viel über mich gelernt, wie ich eine Beziehung führen möchte, wie ich mit Menschen umgehen möchte, wie ich mit mir umgehen möchte. Und das war voll krass für mich, weil ich plötzlich aus mir rauskommen konnte. Und halt, man muss halt einfach mal aus seiner Comfortzone rauskommen und ja, versuchen, sich selbst mehr kennenzulernen. Ja. Schön. Ich bin eigentlich voll der rationale Mensch tatsächlich. Und mir ist es immer schwierig gefallen, mich vor Leuten zu öffnen und meine emotionale Seite zu teilen, obwohl die auch total ausgeprägt ist. Aber ich habe halt total immer Angst gehabt, das vor anderen zu offenbaren. Und ja, jetzt lerne ich das so ein bisschen. Eigentlich traurig, weil gerade in einer Beziehung will man sich ja öffnen und da habe ich persönlich mich total verschlossen. So. Ja. Und hast du etwas für dich oder auch über andere gelernt? Ja, dass wir früher in der Zeit viel zu schnell gelebt haben. Und dieses Entschleunigte ist viel angenehmer. Und das sollte man vielleicht beibehalten. Wow. Das würde jetzt richtig lange dauern, aber das Wichtigste ist, alle sind wertvoll. Ja, alle sind wertvoll und ich habe gelernt, mich so ein bisschen in meiner Wertung zurückzunehmen und nochmal zu entdecken, boah, jeder hat etwas beizutragen und alles ist wertvoll, gehört und gesehen zu werden.